Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Wortmann und zwar ein Terramobile 1516 und ich zeige euch auch gleich, wo man die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier, wie bei fast allen Geräten, auf der Rückseite und zwar direkt auch hier, sehr gut zu lesen. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das alles sehr, sehr einfach gestaltet ist. Man kann den Akku direkt von hier rausnehmen und man kann eigentlich alles am Gerät machen, wenn man nur diesen Service-Schacht hier aufmacht. Dann beim Display ist es so, da muss man auch hier nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Die Tastatur lässt sich einzeln tauschen, zeige ich euch auch. Das Touchpad kommt zusammen mit dem Topcase. Gut, bevor wir jetzt das Gerät öffnen, stellen wir erstmal sicher, dass es keinen Strom mehr bekommt. Das heißt, wir nehmen den Akku als allererstes mal ab. Und das funktioniert so, das hat hier zwei Schieberegler. Beide müssen nach innen geschoben werden. Der rechte bleibt. Den muss man halten, während man den Akku dann so vom Gerät entfernt. Und ja, also auf diese Art und Weise ist das Gerät sofort vom Strom und auch der Akkutausch ist hier super simpel. Eine kleine Besonderheit hier noch, und zwar das Gerät hat ein Slot für ein LTE-Modul oder es ist vielleicht auch eins verbaut. Und da ist es so, den Anschluss, also beziehungsweise die SIM-Karte ist dann tatsächlich direkt hier unter dem Akku. Also ja, da muss man den Akku rausnehmen und dann kommt hier die SIM-Karte rein. Man kann bei dem Gerät, wie eben schon erwähnt, wirklich so gut wie alles, eigentlich alles machen, indem man den Service-Schacht aufmacht. Und der wiederum wird von 4 Schrauben gehalten, also die müssen raus und das sind ganz normale Kreuzschrauben und ich benutze hier für alles ein Universalwerkzeugset. Super praktisch, alles drin, was man braucht: Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall für die Kreuzschrauben nehme ich dann hier ein PH0 als Aufsatz. Und ja, wie gesagt, sobald die alle raus sind, kann man den Service-Schacht von hier aus quasi so ein bisschen weghebeln. Ja, der ist hier unten ein bisschen eingehakt. Deswegen fängt man eben auch von oben an. Und genau. Ja, wie gesagt, es ist wirklich, also die einzige Ausnahme, wo man die komplette Unterseite abnehmen müsste, ist, wenn man das Mainboard tauschen will. Ansonsten kommt man dann wirklich absolut alles ran, sobald das hier weg ist. Wir sehen eben hier wäre das LTE-Modul, da ist jetzt keins drin. Hier sind auch die Antennen schon dabei. Wir sehen hier drüben das WLAN-Modul. Direkt darunter ist die CMOS-Batterie. Die kann man in dem Fall einfach so ein Stückchen nach unten schieben und dann nach oben hin rausnehmen. Dann sehen wir hier den Lüfter und den Heatsink. Hier ist die SSD und da haben wir den RAM. Und dann sehen wir hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Und auch hier ist alles schon dabei, das Gehäuse, das nur an einer Schraube hier gehalten wird. Und der SATA-Stecker, wo das Ganze dann draufgeschoben wird. Wir können hier auch noch
Mit dieser Schraube wird das Laufwerk gehalten. Das heißt, wenn man die löst, kann man auch das Laufwerk, das optische Laufwerk zur Seite rausziehen und ja, kommt da eben auch dran. Zur Tastatur, da ist es so, man kann hier auch diese zwei kleinen Tastatursymbole sehen. Das heißt, diese beiden Schrauben muss man rausnehmen. Und dann kann man von der anderen Seite, von der Oberseite, die Tastatur nach oben hebeln. Ich benutze da jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann geht man hier einfach dazwischen und macht das dann ja, relativ vorsichtig. Muss die dann nach oben gehebelt werden. Und ja, das ist dann einfach nur eine Geduldssache. Das ist nicht weiter schwer. Es knackt ein bisschen, wenn die Einraststellen sich hier lösen. Und da einfach auch so ein bisschen aufpassen bei denen, dass man nicht zu sehr an die einzelnen Tasten kommt. Und ja, dann wird das hier rausgeholt. Und auch hier sind natürlich Kabel dran, das heißt nicht einfach wegreißen. Genau. In dem Fall, das heißt eigentlich immer, sind die Breitbandkabel über Kippstecker verbunden. Also hier kann man die Kabel nicht einfach rausziehen, sondern die werden erst nach oben geklappt. Genau so und bei dem genauso. Und dann kann man die aus dem Stecker ziehen. Und ja, also so einfach ginge dann jetzt hier die Tastatur. Beim Wiedereinbau im Grunde genommen das gleiche Spiel. Schauen, dass der Stecker wirklich auf ist. Und dann kann man hier eigentlich ganz gut sehen, die weiße Linie, die gibt an, bis wohin das Kabel hier, Entschuldigung, das Kabel hier wieder drin sein muss. Genau so. Dann einfach wieder zuklappen. Und das machen wir dann einfach mit beiden. Genau so. Und dann sieht man ja hier an der Tastatur diese kleinen Ausbuchtungen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man beim Wiederverbinden drauf schauen sollte, dass die allesamt unter dem Gerät sind. Also da wirklich schauen, dass alle drunter sind. Und dann drückt man die zurück, möglichst am Rahmen. Und da auch wirklich schauen, also einfach, da muss man teilweise, naja, ich sage jetzt mal relativ kräftig drauf drücken, aber man hört das eben auch immer richtig gut. Hier ist es jetzt noch nicht drin. Und genau, dann geht man so eben einmal rumherum und schaut, dass die wirklich wieder richtig fest drin sitzt. Und ja, super einfach. Um den Raum zu tauschen oder einzubauen, hier ist ja nur einer belegt, braucht man nur die beiden Klammern hier so ein bisschen zur Seite zu ziehen. Da hüpft er einem schon fast entgegen. Und ja, Wiedereinbau, er geht nur in eine Richtung, kommt zurück in den Slot und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier gehalten. Und dann kann man die so ganz leicht nach oben hebeln und rausziehen. Und das nach oben hebeln ist einfach nur, weil hier zum Beispiel ein Kühlstreifen drunter ist, der ein bisschen festgeklebt hat, das Ganze hier. Und die kommt auch wieder einfach zurück in den Slot bis ganz nach hinten und wird wieder verschraubt. Und ja, also den Lüfter kann man hier auch einzeln tauschen. Der wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und sobald die draußen sind, kann man den Lüfter von hier nach oben aus dem Gerät nehmen. Da sehen wir noch das Kabel hier, das ist einfach hier so ein bisschen drunter gefriemelt, dass das nicht bricht. Und auch den Stecker kann man einfach in die Richtung nach hinten rausziehen. Genau so. Und dann ja, lässt sich der Lüfter auch extrem einfach tauschen. Hier ist es so, bei dem Stecker kann man auf einer Seite Kontakte sehen. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde auch das Kabel zuerst wieder verbinden in den Stecker zurück. Dann ja, vergisst man es auch einfach nicht und
hat das gleich erledigt. Genau so, gibt es einen kleinen Klack und dann soweit muss der im Stecker sitzen. Und dann kann man das Kabel hier wieder so leicht unten drunter machen und ja, dann einfach den Lüfter wieder von oben auf die Gewinde drauflegen und ratzfatz hat man das hier erledigt. Muss den Lüfter dann nur noch verschrauben und ist damit durch. So, bevor man das Gerät jetzt wieder zumacht, auf jeden Fall schauen, sollte man die Tastatur ausgebaut haben, dann nicht vergessen, auch die Schrauben der Tastatur wieder festzuziehen. Und dann kann man den Service-Schacht wieder zumachen und der wird, ich zeige euch das mal schnell, auch hier von unten quasi eingelegt. Von der Seite natürlich hier und auch hier drüben so ein bisschen. Also ich lege den quasi erst so rein und dann kann man den Rest hier zudrücken. Muss nur wieder verschraubt werden und ja, dann kann man den Akku wieder reinmachen. Auch der ist natürlich total unkompliziert. Auch der wird einfach wieder hier eingelegt, nach unten gedrückt, dann springt das auf jeden Fall schon mal fest. Den rechten kann man dann auch noch verriegeln. Und ja, also echt extrem einfach gemacht und sehr consumer-friendly sozusagen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.